Der Anteil der globalen Luftfahrt am menschengemachten Klimawandel beträgt nach Schätzungen 3,5%. Wenn die jetzt alle so viel fliegen wollten wie wir hier in Deutschland, würde das Ding explodieren. Ein vergleichsweise geringer Anteil. Die Luftfahrt hat allerdings trotzdem das Image des Klimasünders. Den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, das schaffen wir nur gemeinsam. Die Branche macht sich allerdings auf. Das Ziel bis 2050 netto null. Technologie ist der entscheidende Schlüssel für die 2050er-Ziele der CO2-Neutralität. Max will wissen, kann die Flugindustrie wirklich klimamäßig auf Null kommen? Wir sind beim New Climate Institut in Köln. Hanna Fekete arbeitet mit ihrem Team am Climate Action Tracker. Der berechnet, um wie viel Grad sich die Erde erwärmen würde, wenn bestimmte Gesetze und Anstrengungen unternommen werden. Die Luftfahrt hat noch einiges vor sich. Wenn wir jetzt so weitermachen, dann würden sich die Emissionen aus dem internationalen Flugverkehr mehr als verdoppeln wahrscheinlich. Das heißt, wenn alle Sektoren das so machen würden, würde das Klimaabkommen, das Pariser Klimaabkommen in unerreichbare Ferne geraten. Konkret, wenn sich alle so anstrengen würden wie die Luftfahrt aktuell, würden wir bei einer katastrophalen Erderwärmung von 4 Grad landen. Ideen müssen also her. Ein Hebel ist Hanna Fekete besonders wichtig, die Nachfrage. Eine Studie aus der Fachzeitschrift Nature Sustainability kommt zu dem Ergebnis, dass 61% der Flugemissionen durch eine veränderte Nachfrage vermeidbar wären. Global gesehen ist es einfach ein Sektor, der riesig im Kommen ist. Im Moment haben ungefähr 90% der globalen Bevölkerung keinen Zugang zu Flugverkehr. Wenn die jetzt alle so viel fliegen wollten wie wir hier in Deutschland, würde das Ding explodieren. Und eben das vor dem Hintergrund dieser globalen Klimakrise ist natürlich dramatisch. Schätzungen gehen davon aus, dass sich der Flugverkehr bis 2050 sogar verdoppeln könnte. Das Fliegen wird also nicht verschwinden. Ein weiterer Hebel muss her. Max bei Ulrike Ziegler von Impact. Sie vertritt die Interessen von Banken, also den Finanzierern von Flugzeugen für einige Airlines. Sie sagt, hier könnte man schon früh ansetzen bei den Verträgen für neue Flugzeuge. Also Airlines haben natürlich eine große Flotte im Regelfall, die finanziert werden muss. Das ist wie ein Häuslebauer, der einen Kredit braucht. Denn genauso kommt die Airline zu uns als Banken und fordert einen Kredit an. Und wir können in diesem Kreditvertrag, wie mit Ihnen als Häuslebauer, Konditionen vereinbaren, die es zum Beispiel die Airline incentiviert, ihre Emissionen, ihren Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren. Und möglicherweise wird sich der Kredit dann für die Airline auch verbilligen. Einfach gesagt, wenn in Zukunft das Flugzeug eine Dreckschleuder ist, entsteht ein Risiko für die Bank. Die Politik könnte zum Beispiel entscheiden, dass ein Flugzeug nicht mehr fliegen darf. Das Flugzeug wird im Portfolio der Bank also nicht mehr so wertvoll. Und dazu ist das schlecht fürs Image. Der Hebel ist extrem stark. Die Fluggesellschaften brauchen natürlich zur Finanzierung ihrer Flotte Zugriff auf den Kapitalmarkt, Zugriff auf Kreditverträge, auf Kreditmittel, wie Sie, der ein Haus baut. Und ohne diesen Zugriff wird das Problem für die Airlines extrem groß, die Flotten zu erneuern und damit effizienter zu werden. Das ist ein extrem hoher Hebel, den wir haben. Wie so oft in der Klimafrage, am Ende entscheidet das Geld. Und wie schnell die Branche ihre Klimaziele erreichen wird, hat auch damit zu tun, wie die Industrie ihr Geld einsetzt. Ulrike Ziegler will also die Branche dazu bringen, genau das zu tun. Geld soll in die Förderung neuer Technologien fließen, zum Beispiel in nachhaltige Kraftstoffe. Max fragt bei der Lufthansa nach. Wie sieht es aktuell mit neuen Technologien aus? Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben bisher 0,2% des Treibstoffbedarfs mit nachhaltigem Kerosin betankt. Wie weit ist hier die Luftfahrt? Wenn wir mit dem ausschließlich fliegen könnten, würden wir auch schon sehr, sehr nah an die CO2-Neutralität rankommen. Betreffend Wasserstoff, ja, wir sind dran. Es gibt namenhafte Hersteller, die in diesem Bereich sehr viel investieren und sehr weit vorangeschritten sind. Allerdings muss die gesamte Infrastruktur geändert werden für Wasserstoff. Deswegen, wir sind dran, wir beobachten das. Ob es 2050 dann schon wirklich kommerziell in großem Stile da ist, bleibt zu erwarten. Wenn alle Flugzeuge mit nachhaltigem Kraftstoff fliegen würden, bräuchte man im Extremfall weltweit bis zu 300 Millionen Hektar an Anbaufläche. Ein Fünftel der weltweit landwirtschaftlich genutzten Fläche von 2019. Damit bestehe eine große Konkurrenz zur Herstellung von Lebensmitteln.
Die Lufthansa setzt aktuell vor allem auf neue Flugzeuge. 30% effizienter sollen die fliegen. Und am Kraftstoff will man weiter forschen. Sie können 2050 mit einem modernen Flugzeug fliegen, mit Kerosin, und das ist dann CO2-neutral. Ob Sie mit einem Wasserstoffflugzeug fliegen können, bleibt zu sehen. Wir hoffen es. Aber bis dahin müssen noch viele Entscheidungen getroffen werden. Die Lufthansa spielt also auf Zeit. Zeit, die die Branche kaum mehr noch hat. Die Hebel für den Umbruch in der Luftfahrt sind aber schon da. Manche sind realistisch, manche eher Zukunftsmusik. Für Hanna Verkete vom New Climate Institute ist allerdings eines klar. Die technologischen Möglichkeiten sind lange da. Wir haben die politischen Instrumente. Wir haben Diplomatie, wo man auch internationale Verhandlungen mit vorantreiben kann. Und man sieht ja in anderen Bereichen, wenn in Krisenmodus geschaltet wird, wie schnell eigentlich Politik und Gesellschaften auch reagieren können und sich da auch anpassen können. Und das passiert eben bei der Klimakrise im Moment noch nicht und im Luftfahrtsektor am allerwenigsten. Am Ende müssen die Hebel also erst mal gezogen werden. Bis 2050 sind es nur noch 27 Jahre.